Medjugorje hat mein Leben radikal verändert und ich möchte nicht mehr mein altes Leben leben. Ich war Hobbysportlerin, aber es war meine Liebe. Ich habe alles hinten angestellt. Ich war sogar der Meinung, ich kann keine Ehe eingehen und auch keine Kinder kriegen, weil ich dann mit meinen Sport nicht weiter ausüben kann. Ich bin eine Felswand von 20 Metern im freien Fall runtergefallen, kam in einem Meer von spitzen Steinen auf. Dieses Gelände war abschüssig und so habe ich mich eigentlich den ganzen Rücken wurde verletzt durch das Abrutschen über diese Steine. Ich bin dann liegen geblieben mit ähm, äh, Trümmerbrüchen im Sprunggelenk, im Knie und Platzwunde am Kopf. Wir waren zu zweit unterwegs und nach dem Absturz versorgte mich mein Bergkamerad und sehr guter Freund notdürftig und holte sofort Hilfe, weil über die Unterkühlung die Gefahr war bei mir durch die großen Verletzungen. Ich hatte eine große Platzwunde am Kopf und er wusste nicht, ob ich einen Schädelbruch hatte oder ob es nur eine Platzwunde ist. Er lief dann ein sehr unwegsames Gelände zur nächsten Bergwachthütte und holte Hilfe. Dort waren sie gerade am Zusammenbacken, die wollte gerade die Hütte schließen. Es war ja Winter, es wurde die Bergwacht alarmiert. Wäre diese Hütte bereits geschlossen gewesen, hätte er 13 Kilometer ein Tal rauslaufen müssen, um nächste Hilfe zu holen. In dieser Zeit wäre es ja keine Frage gewesen, dass ich an Unterkühlung gestorben wäre. Die Bergwacht hatte gerade an diesem Abend einen Nachtflugübung. Sie waren also alle präsent und es war Vollmond. Und ich war wie in einem Kessel, ich lag wie in einem Kessel und es war das Problem, dass dieser Hubschrauber mich in diesem Kessel bergen kann. Sie haben da unter großer Anstrengung mich mit der Winde dann rausgeholt, aber da sehe ich, dass jetzt eigentlich alles, ich war wie, ja, es es hat alles eins nach dem anderen gepasst. Die Bergwachthütte war noch auf, ansonsten 13 Kilometer Fußlauf, um Hilfe zu holen. Die Sanitäter hatten gerade Nachtübung. Sie kamen sofort und ich konnte mit der Winde aus diesem Kessel geborgen werden. Ich kam dann mit großen Unterkühlungen ins Krankenhaus und wurde gleich in der Nacht noch notoperiert. Und das Kuriose war wirklich, durch diesen Unfall hat sich alles von einer Sekunde auf die andere verändert. Und ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich ohne meinen Sport leben kann. Im Winter beim Skitouren gehen, beim Skifahren, Langlauf, also ganz breit gefächerte Palette. Was mir gerade in den Sinn kommt, ist, habe ich gemacht. Hauptsache Bewegung. Und nachdem ich eben abgestürzt bin, war nie der Gedanke da, ich habe nie gefragt nach dem Warum und ich habe nie damit gehadert, sondern ich wusste, es hat einen Sinn. Und das hat mir eigentlich geholfen, damit sehr gut umzugehen. Und das war so der Start, wieder mein Leben anders anzusehen. Und es war der Start, mich mehr mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Aber es ist alles, bei manchen ist es ja so, dass das dann so überlegt ist, jetzt werde ich gläubig, dann finde ich meine Erfüllung überhaupt nicht, sondern eine Sehnsucht im Innersten ist in mir gewachsen, die mich zu Gott gezogen hat, zur Mutter Gottes, einfach mehr gezogen hat. Ich habe dann immer wieder versucht, zur Heiligen Messe zu gehen, auch unter der Woche, aus Sehnsucht heraus. Ich war ja dann öfters zur Kur, nach meinen vielen Operationen war ich öfters zur Kur und habe immer nach Kirchen gesucht, wo ich die Heilige Messe besuchen kann. Ich habe in Oberstdorf in Süddeutschland eine Arbeitsstelle begonnen, auch in einer psychosomatischen Klinik.
Und dort habe ich bei einer Frau gewohnt, bei einer älteren Frau, die mir dann zur Gebetsfreundin wurde. Und sie hat mich in das alltägliche Gebet eingeführt. Wir haben täglich zusammen gebetet und sie wollte nach Medjugorje fahren und sie wollte das einfach wieder mal sehen und nur ihr zuliebe bin ich mitgefahren. Als ich hier das erste Mal angekommen bin, war das alles sehr neu für mich, auch eine Pilgergruppe, so was kannte ich nicht. Und ich kann nicht mehr allzu viel sagen, was in dieser Zeit war. Ich habe nur, was mir so hängen geblieben ist, dass die Mutter Gottes, für mich hat die Mutter Gottes so einen Angelhaken in meine Brust eingepflanzt und sie hat mich immer mehr an sich gezogen. Ich bin dann danach jedes Jahr hierher gefahren aus Sehnsucht, auf tiefer Sehnsucht und habe gemerkt, dass bei jeder Wallfahrt, für mich war jede Wallfahrt wie eine Psychotherapie. Bei jeder Wallfahrt wurde eine andere Wunde, anderes Thema behandelt im Innersten drin und es ging alles nur innerlich und nie äußerlich. Ich wurde immer wieder vom Verein Medjugorje Deutschland, von Beuren angerufen, ob ich nicht bei ihnen arbeiten möchte, ob ich aushelfen könnte. Ich bin immer wieder dort gewesen, habe so einen Putzdienst oder Mitarbeit angeboten und konnte mich aber nicht entschließen, dort anzufangen. Ich war einfach innerlich immer noch auf der Suche, wo kann ich mehr für Gott tun, wo ist mein Platz. Sie rief mich dann wieder einmal an und sagte, wir haben noch mehrere Bewerberinnen, wir möchten jetzt von dir konkret wissen, möchtest du bei uns arbeiten oder nicht? Und dann sagte ich spontan ja. Der Verein gibt da eigene Zeitschrift aus, um mit den Pilgern, die mit uns gefahren sind, in Kontakt zu bleiben. Wir organisieren die Vorträge von Hubert Liebherr. Er spricht über seinen Weg zum Glauben. Wir bieten Wallfahrten an. Über 800 Personen fahren jährlich mit uns in 8 Flug- und 3 Buswallfahrten hier mit nach Medjugorje. Medjugorje hat nicht nur mein Leben verändert, sondern auch das Leben meiner Familie. Unser Miteinander gestaltet sich jetzt ganz anders. Wir haben jetzt begonnen, alle zusammen auf dem Weg des Glaubens zu gehen. Auch meine Geschwister, sie waren bereits schon hier in Medjugorje und haben auch die Schönheit des Glaubens kennengelernt. Wir kennen das alle. Wir leben so den normalen alltäglichen Glauben, den man so in den Pfarreien lebt. Und hier, ich denke an jeden Wallfahrtsort. Jeder Wallfahrtsort hat sein Charisma. Aber hier in Medjugorje das ist jetzt das Charisma, was mich am meisten anspricht. So diese Freiheit im Glauben, dieser freie Lobpreis, dieses freie Gebet, wo ich mich nicht eingeengt fühle, sondern frei. Früher, als ich noch so in meiner Sportkarriere befand, da habe ich mich immer gesträubt, gläubig zu werden. Ich war ganz, ganz oberflächlich, bin ab und zu am Sonntag zur Kirche gegangen und ich hatte immer Angst davor, gläubiger zu werden, weil mir dann die Freiheit genommen wird. Ich hatte panische Angst davor und es war so manifestiert in mir, dass ich alles aufgeben muss, wenn ich gläubig werde. Und nachdem ich jetzt den Glauben kennengelernt habe, merke ich, dass ich noch nie so viel Freiheit hatte wie jetzt. Und das fasziniert mich, so diese innere Freiheit, diese Freude, diesen Frieden. Auch jeder hat seine Probleme, hat seine Höhen und Tiefen, aber diese Freude zieht sich einfach wie ein roter Faden durch mein Leben durch und lässt mich auch schwierige Situationen viel leichter regeln, weil ich einfach weiß, weil ich so Sicherheit in mir habe, dass Gott mich führt und Gott mich leitet. Und ich habe einfach auch gelernt, ihm abzugeben. Ich wollte immer alles selber machen, alles selber in die Hand nehmen. Und ich bin da oft gescheitert,
weil und wenn ich es dem Herrn gebe, wenn ich ihm das abgebe und sage, nimm du es in die Hand, sorge du, dann regelt sich alles. Ich merke das immer wieder bei Pilgergruppen, wenn ich Pilgergruppen leite. Ich übertrage jeden Tag oder ich übergebe jeden Tag die Pilgergruppe der Mutter Gottes mit einem kleinen Weihegebiet. Viele kennen es um eine Gebieterin und sagt, nimm du die Pilger, ich kann sie nicht leiten und führen, weil ich weiß überhaupt nicht, was sie brauchen, nimm du sie. Und dann regeln sich Termine, regeln sich Schwierigkeiten in der Gruppe und die Gruppe ist ganz anders, wenn ich es abgebe. Und einmal hatte ich es vergessen und es war eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Und da ging alles schief. Und erst mittags, in der Mittagszeit, merkte ich, ich habe ja dieses Gebet noch nicht gebetet und habe es gemacht. Und dann kam wieder Friede in die Gruppe. Ich fragte mich oft, wieso muss ich es jeden Tag machen? Ich konnte es nicht festmachen, weil eigentlich, ich brauche bloß das einmal machen und dann müsste es eigentlich für die ganze Zeit ausreichen. Und bis mir dann eigentlich so die Antwort gekommen ist oder wo ich dann einfach gemerkt habe, es liegt nicht an der Mutter Gottes, sondern es liegt an mir. Ich muss abgeben. Und wenn ich dieses Gebet täglich bete, dann gebe ich ab, weil ich weiß, okay, jetzt hat sie es. Und wenn ich das nur am Anfang mache, dann bringe ich mich wieder zu sehr ein und dann läuft es einfach nicht mehr. Ich habe so viele Sachen jetzt auch für mein privates Leben gelernt, wo ich einfach nur dankbar bin, wie ich geleitet und geführt werde. Und wie schon gesagt, für mich ist es jedes Mal Psychotherapie, weil wir sind alle verletzte Menschen. Wir haben alle unsere Wunden, unsere Schwächen, unsere Stärken. Aber hier merke ich wieder wirklich wie ein innerer Arzt meine Wunden nach und nach heilt. Und die Grundlage dieser Heilung ist die heilige Beichte. Wie schon gesagt, ich habe viele Jahre in psychosomatischen Kliniken gearbeitet und dort kommen viele verletzte Menschen. Und diese Menschen haben so viel innere Wunden wie wir alle. Wir sind alle gleich. Aber in den Kliniken wird nur darüber gesprochen. Und Sprechen hilft nicht bei der Heilung. Geheilt wird nur im Beichtstuhl. Und nur durch den Priester, der Stellvertreter Jesu, kann die Lossprechung passieren. Und durch diese Lossprechung kann nach und nach können die inneren Wunden geheilt werden. Deswegen ist Medjugorje so dieser Platz der inneren Heilung. Und das ist eigentlich, was mich auch an Medjugorje so fasziniert, weil ich es nicht nur an den Pilgern sehe, sondern ich spüre auch selber, wie Gott mich heilt. Bei den Pilgern ist es wunderbar zu sehen, wie sie hierher kommen und wie sie wieder zurückfahren. Und der Schlüssel ist die heilige Beichte. Der Priester ist der Stellvertreter Jesu. Und nur er hat die Vollmacht, im Beichtstuhl loszusprechen. Und das können wir nirgends, kriegen wir diese Lossprechung. Ist es hier die Fülle in Medjugorje, wenn ich die Pilger ansehe, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und da sieht man, dass hier in Medjugorje noch etwas Besonderes ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Erscheinungen echt sind. Ich weiß es nicht. Aber ich merke, dass hier ganz etwas Besonderes ist, was uns hier geschenkt wird. Und das merken auch die Pilger, wie sie hierher kommen, wie sie wieder zurückfahren. Oder viele Pilger sind darunter, die sagen, ich muss wieder kommen, um nach Hause zu kommen. Man kommt doch nur nach Hause, dahin, wo man sich sehr, sehr wohl fühlt. Also ich fahre jetzt nicht an einen Badestrand, weil ich wieder nach Hause kommen möchte, sondern da, wo wirklich mein Herz auch ist. Und sie kommen halbjährlich wieder hierher. Und für mich ist es auch über die Beichte, was hier ganz viel bewirkt, weil die Beichte uns öffnet für die Gnade Gottes. Ich sehe es immer wie so ein Kamin. Wenn ich nicht beim Beichten war, dann ist der Kamin wie verstopft. Und ich habe nicht den lebendigen Glauben zu Gott. Früher war es so ein Gewohnheitsglaube. Ich ging zur Heiligen Messe, ich wusste zwar nicht warum, ich bin einfach gegangen, ich hatte aber keine Sehnsucht danach oder ich hatte keine Freude.
Und jetzt, nachdem ich eigentlich eine Beziehung zu Gott bekommen habe, wie Bischof Oster sagt, ich möchte nicht, dass die Leute in die Kirche kommen, ich möchte, dass sie den Herrn, den lebendigen Gott kennenlernen. Dann kommen sie aus Sehnsucht. Und das merkt man hier im Medjugorje ganz stark, so diese lebendige Begegnung oder diese lebendige Beziehung zu Gott. Zu jedem Menschen brauche ich eine Beziehung. Dann ist es ein anderes Miteinander. Und so ist es mit Gott ganz genauso. Wir kennen oft diesen Gott, der so weit weg ist, dem wir nur begegnen in der Heiligen Messe und den ganzen Tag gibt es ihn nicht. Und hier wird es ganz anders gelebt, im Miteinander, im Gebet. Und der Herr, ja, arbeitet in uns, aber der Schlüssel ist diese heilige Beichte, der eigentlich diesen Kontakt zu Gott wieder ja, von allem, was uns trennt. Die Sünde trennt uns von ihm. Und durch die Beichte wird diese Trennung aufgehoben. Ich habe da auch noch ein ganz tolles Zeugnis und das bewundere ich so. Eine Mutter kam hierher, auch nach ganz, ganz vielen Jahren der Beichte. Aber sie war nur 5 Tage hier, es war bloß eine Kurzwallfahrt. Und als sie nach Hause kam, sagte ihre Tochter, das war damals ein ganz kleines Mädchen, Mama, du hast noch nie so schön ausgeschaut wie heute. Und das ist die Beichte, die eigentlich die Schönheit, unsere innere Schönheit wieder nach außen kehrt.